Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Und wir haben Freitag gespielt, heute gibt es die Spielanalyse nach dem Stadion-Vlog, den ihr euch gerne auch nochmal anschauen könnt, würde mich sehr freuen. Supportet da ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig das zu cutten und so weiter. Und da war auch ein bisschen im Hintergrund, was ganz komisch war. Egal, lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr, würde mich sehr freuen. Ja, es war mal wieder ein Heimspiel und natürlich konnten wir das mal wieder für uns auf jeden Fall nicht gewinnen. Ich weiß nicht, wieso das immer bei uns so ist. Ganz komisch, erinnert mich so ein bisschen an Dortmund, bloß in andersrum. So, fangen wir aber direkt an. Braunschweig erwischt einen guten Start. Das muss man sagen, die hatten glaube ich 4 Ecken hintereinander direkt mal. Ein paar gute Chancen. Danach kontern wir aber richtig gut mit Artek. Und der macht einen wunderschönen Abschluss und holt sich da das 1:0 verdient ab. In der 5. Minute. Aber jetzt haben wir dann auch endgültig das Spiel übernommen und spielen eigentlich nur noch gegen die Verteidigung von Braunschweig, ohne selbst verteidigen zu müssen. Also war im Endeffekt ein Spiel, wo wir dann nur noch selber die Kontrolle hatten, ohne dass Braunschweig irgendwas entgegenwirken konnte. Warum auch immer bei Braunschweig das so war. Auf jeden Fall sind die irgendwie komplett auseinandergefallen nach dem 1:0. Aber wir haben es halt nicht geschafft, das 2 oder 3:0 zu schießen. Dadurch wurde es dann nochmal spannend in der zweiten Hälfte. Ja, schwierig zu sagen, wieso das dann immer zu Hause nicht klappt. Ich weiß nicht, ob es Pech ist, ich weiß nicht, ob es einfach der Druck ist. Barisch hat gesagt, dass es ein Fluch ist. Ja, es ist schwierig zu sagen, ehrlich. Also, ja, einfach sprachlos gewesen. Zweite Hälfte auf jeden Fall dann. Ja, die zweite Hälfte beginnt und wir machen weiter einen guten Druck auf die Braunschweiger. Und ja, ich finde das Spiel soweit ganz gut. Ich habe mir gedacht, eigentlich muss dann irgendwann mal das 2 oder 3:0 fallen. Das haben wir aber mal wieder nicht geschafft. Dadurch versucht auch dann Braunschweig auch nochmal ein bisschen ins Spiel zu finden. Heber geht dann in den Ball rein, beziehungsweise mehr in den Gegenspieler. Verursacht damit einen komplett unnötigen Elfmeter. Also wirklich komplett unnötig. Und dann tritt Tempelmann gegen Reimann an. Reimann springt zwar in die richtige Ecke, aber kann den Ball halt nicht halten. Ja, und damit steht es dann 1:0. Das ist die typische Ausgangslage zu Hause. Und spielst wieder gegen dich selbst. Wir schaffen dann auch nicht mal richtig Druck zu machen. Man hat irgendwie gemerkt, so, dass dann der Wurm drin war. Und dann endet das Spiel 1:1 und man ist im Endeffekt wieder mal richtig sprachlos, dass es überhaupt so passiert ist. Weil, ja, es ist eigentlich so wie jedes Heimspiel ist, dass du diesen sogenannten Fluch hast. Und ja, ich glaube, da kann man sich auch gar nicht mehr drum versuchen zu wickeln oder was auch immer. Es tut einfach nur noch weh. Ich glaube, ich kann da für jeden Magdeburger sprechen. Es tut weh, wenn du da ins Stadion gehst, du gibst alles für den Club und dann spielst du jedes Mal unentschieden oder verlierst. Du hast 7 Punkte zu Hause geholt in 9 Heimspielen, 2 Niederlagen und 7 Unentschieden. 7 Unentschieden, das ist absolut krank. Also wirklich sprachlos. Und wahrscheinlich von den 7 Unentschieden hätte man auch Minimum 5, wenn nicht sogar die alle 7 gewinnen müssen oder können. Ja, und damit kommt das Fazit zum Spiel. Alles bleibt beim Alten. Magdeburg kann kein Heimspiel gewinnen. Mittlerweile ist es nur noch schmerzvoll, weil man jedes Mal gut in der Partie ist. Der FCM schafft es wieder mal nicht 3 Punkte zu holen. Barisch Artik zeigt mal wieder, dass er in einer überragenden Form ist und einer der besten Flügelspieler in Liga 2. Nun geht es in Gelsenkirchen ran für uns. Und das wird richtig hart. Auf 3 Punkte. Und ja, ich weiß, Gelsenkirchen bzw. Schalke 04 ist so ein bisschen underrated aktuell. Die sind wieder gut drin. Die haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. 5 Spiele haben sie nicht verloren. So ist richtig. Und ja, die sollte man nicht unterschätzen.
haben 3 gewonnen, 2 unentschieden gespielt. Das ist echt nicht schlecht, was sie machen. Ja, aber damit kommen wir dann auch zu den Spielnoten des Spiels. Und dann irgendwann, ich denke mal Richtung Freitag, kommt dann die Analyse bzw. Spielvorschau vor Schalke online für euch. Da könnt ihr euch dann auch wieder sehr drauf freuen, wenn es dann wieder soweit ist. Aber ja, man sieht ja auch schon wieder, wer so die Spieler waren, die es ganz gut gemacht haben bei den Bildern. Fangen wir direkt mal an mit der 5,0 bis 6,0 und jetzt haben wir auch welche dabei. Kommen wir erst zu Martin Kaas, der hatte eigentlich so gut wie keine Aktion im Spiel, war überhaupt nicht drin. Also, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal den Ball hatte, vom Gefühl her. Gefühlt nicht. Und deswegen bildet sich auch die 5,5 als Stürmer, musste dann mehr machen, vor allem nach so einem geilen Spiel in Elversberg, wo er Rekorde aufgestellt hat. Ja, muss dann besser sein. Und Alexander Neuenberger, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden, das war einfach nur schlecht. 4,5, Philipp Herrcher. War nicht sein Spiel leider. Und dann im Endeffekt nicht gut genug für eine 4,0 gewesen. Dominik Reimann, Silas Knacker und Heber haben den Standardwert. Also 4,0, nichts wirklich Schlechtes gemacht, beziehungsweise aber auch nichts richtig Gutes. Heber war eigentlich ganz gut in der Partie, fand ich zumindest. Und dann macht er so einen Bock. Ja, dadurch ganz klar 4,0. Ich glaube, darüber braucht man auch gar nicht diskutieren. Ich habe überlegt, ob ich ihm vielleicht sogar eine 4,5 oder 5 gebe. Aber dafür war dann leider noch ein bisschen zu gut. Wie gesagt, meiner Meinung nach gehört er nicht mehr in diese Innenverteidigungskette rein. Und ich würde einfach mal Müller wieder die Chance geben oder vielleicht auch nochmal einen Neuzugang holen. Ich weiß nicht. Mir gefällt Heber da hinten drin einfach überhaupt nicht. Genauso wie das mir auch nicht gefällt, dass ein Alexander Neuenberger so viel spielt. Ja. 3,0 bis 3,5. Ja, Mo hatte diesmal ein nicht so gutes Spiel. War aber auch ein bisschen besser als andere. Geht zum Mittelwert ein. Ja, 3,5 ist in Ordnung. Das gleiche gilt für Liemann und Markus Matthiesen. Liemann so wie immer ein gutes Spiel gezeigt mit seinen Dribblings. Ist nicht mehr der alte, wie ich finde. Also am Anfang der Saison fand ich ihn auch ein bisschen spritziger. Jetzt ein bisschen schlechter als vorher. Aber ich denke mal, der kommt auch wieder gut rein demnächst und zeigt wieder seine volle Leistung. Darüber würde ich mich zumindest sehr freuen. 3,0 hat auch Markus Matthiesen, wie gesagt. Der hat es so wie immer ganz gut gemacht. Vielleicht ein bisschen uneffizienter als sonst. Aber trotzdem sehr, sehr guter Verteidiger und ist auch sehr wichtig für den FCM. Und das würde er hoffentlich auch gegen Schalke zeigen. Vielleicht auch mal wieder mit einem Scorer wie in der Hinrunde. Wäre auch was Schönes. Kommen wir damit schon zu den sehr guten Noten. Und da haben wir erstmal nur einen hier bei der 2,0 bis 2,5. Das ist nämlich unser John Hugonet. Ja, und der Junge macht es halt einfach gut. Der ist eine richtige Bank hinten drin, hat vieles rausgeköpft, vieles gerettet auch. Ja. Und ich sehe das einfach so, dass er so der wichtigste Bestandteil mit Matthiesen ist in der Saison. Für den Erfolg auch des FCMs. Wir machen es grundsätzlich wieder sehr solide in der Innenverteidigung. Wir haben auch eine gute Defensive die Saison. Zumindest relativ gut. Mal wieder zu 0 wäre auch was Schönes. Hatten wir jetzt auch wieder ein paar Spieltage nicht. Also, ja. Es ist hart für ihn, ich weiß. Er wechselt ja auch meistens Positionen zwischen ZDM und auch Innenverteidigung. Und dafür macht es richtig gut. Vor allem bei so einem anspruchsvollen System, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, wir müssen nicht diskutieren heute, wer der Man of the Match ist. Es ist mal wieder barischartig. Mit einer 1,5. Und ich muss sagen, es ist absolut krank, wie dieser Mann spielt. Mit einer Leichtigkeit, wie man sie selten in der zweiten Liga sieht, nahm Artig den langen Schlag von Hugonet mit der Brust an. Tänzelte 2 Verteidiger aus und netzte eiskalt. Artig war immer umtriebig, scheute kein Duell und dribbelte nahezu jeden seiner Gegner aus. Und ich glaube, er hat wieder gezeigt, dass er definitiv Erstliga-Potenzial hat. Ich glaube, darüber brauchen wir mittlerweile gar nicht mehr diskutieren. Er ist absolut top in dem, was er macht. Macht es richtig gut. Und vor allem der Abschluss Sahne. Er sammelt mittlerweile, seitdem er wieder zurück ist, jeden Spieltag einen Scorer. Und das macht ihn unglaublich stark. Und vor allem,
auch er bringt eine Mentalität mit, die sehr wichtig ist auf dem Platz. Ich glaube, niemand hat, also ich persönlich habe die Diskussion nie verstanden, als er verletzt war und gesagt wurde, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Er zeigt es, dass es anders ist und das freut mich sehr für ihn. Lasst gerne aber auch ein Like und ein Abo, da würde mich sehr supporten, wie gesagt. Dankeschön an jeden, der es macht. Eure Meinung ist auch sehr wichtig, schreibt die gerne in die Kommentare. Und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und damit, ciao Leute.